Wenn du digitaler Nomade oder Perpetual Traveler bist, dann besteht unter Umständen das Risiko, dass Einkünfte aus Kryptowährungen noch 10 Jahre nach deinem Wegzug in Deutschland zu versteuern sind. Mit der Frage wollen wir uns in diesem Video beschäftigen. Nun, die erste Frage ist ja, wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass Kryptoeinkünfte auch noch nach dem Wegzug aus Deutschland möglicherweise für 10 Jahre lang in Deutschland zu versteuern sind? Es gibt eben leider die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Unter die fällt zum einen jeder deutsche Staatsbürger, der Deutschland verlässt und in ein Niedrigsteuerland umzieht, wenn er noch wichtige wirtschaftliche Interessen in Deutschland hat. Zum Beispiel Immobilien, zum Beispiel Beteiligungen an Firmen oder aber auch Depots und Bankkonten, die einen bestimmten Wert überschreiten. Dazu zählen allerdings auch Personen, die sogenannte Digital Nomads oder Perpetual Traveler sind, also jene, die wohnsitzlos sind und vor allen Dingen dann, wenn sie noch sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte haben. Das heißt zum Beispiel, wenn sie über eine US-LLC Leistungen wie Softwareentwicklung, Beratung, Marketingdienstleistung und so weiter mit Kunden abrechnen, dann sind diese Leistungen letztlich dazu geeignet, eine sogenannte fiktive Betriebsstätte in Deutschland auszulösen. Damit hat man dann eben wieder die wichtigen wirtschaftlichen Interessen in Deutschland und fällt somit auch unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Mit den betriebsstättenlosen Einkünften wollen wir uns jetzt allerdings nicht beschäftigen. Dazu haben wir ja schon diverse andere Videos gemacht. Hier geht es jetzt spezifisch um die Einnahmen aus Kryptowährungen. Ich meine jetzt nicht nur den Verkauf von Währungen, auch zum Beispiel Staking, Lending etc. pp. Zunächst mal, was sind die Folgen der erweitert beschränkten Steuerpflicht? Nun, die Folgen sind zunächst mal, dass man noch für 10 Jahre lang eine Steuererklärung in Deutschland einreichen muss. Das heißt nicht unbedingt, dass man in Deutschland steuerpflichtig ist. Hat man ausländische Einkünfte, dann müssen diese zwar auch in der Steuererklärung genannt werden, aber es fällt dann keine Einkommensteuer in Deutschland darauf an. Hat man allerdings Einkünfte, die jetzt nicht als ausländische Einkünfte zu klassifizieren sind, dazu zählen zum Beispiel eben diese sogenannten betriebsstättenlosen Einkünfte, sind diese weiterhin in Deutschland zu versteuern. Andere Kapitaleinkünfte, zum Beispiel Dividenden, haben einen ganz klaren Auslandsbezug. Da gibt es einen Emittenten, nämlich eine Gesellschaft in einem bestimmten Land, die hier Dividenden ausschütten. Diese zählen also ganz klar nicht zu den Einkünften, die noch in Deutschland möglicherweise besteuert werden würden. Bei anderen Kapitaleinkünften ist es ähnlich. Kapitaleinkünfte, die zum Beispiel von der erweitert beschränkten Steuerpflicht in Deutschland betroffen sind, sind Zinsen von deutschen Unternehmen oder auch Erlöse aus der Veräußerung von deutschen Aktien oder Firmenbeteiligungen, selbst wenn diese weniger als 1% betragen. Hier ist also auch Streubesitz betroffen. Wie verhält es sich nun aber mit Krypto? Nun, wie ich bereits gesagt habe, die Frage, die man sich zunächst mal hier stellen muss, ist, sind denn Einkünfte aus Krypto tatsächlich ganz klar Einkünfte, die man als ausländische Einkünfte klassifizieren kann? Dann würden sie ja nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Du kannst dir vorstellen, dass bei Kryptowährungen dies natürlich sehr schwer zu bestimmen ist. Denn letztlich wohnt ja zum Beispiel so ein Coin irgendwo auf der Blockchain. Es ist ja ein wichtiges Charakteristikum der Blockchain, dass diese dezentral ist. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel ein Cold Wallet hast, ist ja letztlich auch der Bitcoin oder der andere Coin nicht in diesem Cold Wallet, sondern da sind ja wirklich nur die Keys drin. Ja, also das heißt, tatsächlich lebt der Coin auf der Blockchain und nirgendwo anders. Und damit hast du keinen klaren Auslandsbezug gegeben, denn du hast kein Land, kein einzelnes Land, dem du hier diese Einkünfte aus dem Coin zuordnen kannst. An dieser Stelle ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass auch hier seitens des deutschen Gesetzgebers, also des deutschen Bundesfinanzministeriums, keine einheitliche Regelung besteht, wo hier tatsächlich lokal welches Coin wo zuzuordnen ist. Ja, ganz klar hat das BMF-Schreiben
von 2022 zu den Kryptowährungen hier auch keine Antworten gegeben. Hier wird lediglich klargestellt, dass weder das Hardware-Wallet noch zum Beispiel die Verwendung einer Kryptobörse hier eine Aussage darüber macht, wo diese Kryptos tatsächlich physisch belegen sind. Ja, und das ist ja, wie gesagt, ein Problem. Denn von der erweitert beschränkten Steuerpflicht sind ja nur jene Einkünfte ausgeschlossen, die also tatsächlich ganz klar einem spezifischen anderen Land zuzuordnen sind. Nur weil also nun die Börse, sagen wir mal zum Beispiel in China ist, heißt das noch lange nicht deswegen, dass deine Kryptos dann wirklich in China sind. Auch beim Verkauf wird ja letztlich der Börse nur die Keys gegeben, damit diese dann hier handeln kann, basierend auf den Instruktionen des Coin-Besitzers. Allerdings ist ja nicht das Coin selbst bei der Börse gespeichert. Ja, das heißt, ein ganz wichtiger Punkt hier: In der erweitert beschränkten Steuerpflicht ist ja tatsächlich geregelt, dass bei privaten Veräußerungsgeschäften, und dabei gehen wir ja hiervon aus, bei Kryptowährungen, dass jene nur dann steuerfrei sind, wenn sie tatsächlich dem Ausland zuzuordnen sind. Also machen wir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du hast ein Haus in Italien und in diesem Haus hast du eine kostbare Antiquität. Du bist also im Ausland, du lebst nicht mehr im Ausland, du verkaufst diese Antiquität in diesem Haus in Italien, dann ist hier letztlich dieser private Veräußerungserlös ganz klar Italien zuzuordnen. Unabhängig davon, ob Italien Steuern erhebt oder nicht, das spielt keine Rolle, aber ganz klar ist es nicht in Deutschland. Ja. Bei den Kryptowährungen ist eben diese klare Zuordnung zu einem Land nicht gegeben. Und deswegen besteht hier das Risiko der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Jedenfalls dann, und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, wenn du die Kryptos für weniger als ein Jahr hältst. Denn natürlich gilt auch bei der erweitert beschränkten Steuerpflicht die übliche deutsche Regel, dass nach dem Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist der Verkauf der Kryptowährungen steuerfrei ist. Das gilt natürlich auch im Ausland, ganz klar, auch wenn du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst. Hier nochmal ein weiterer wichtiger Punkt. Was ich gerade eben gesagt habe, bezieht sich natürlich nicht nur auf Coins, die du jetzt gekauft hast, während du noch in Deutschland warst. Ja. Also nehmen wir mal an, du kaufst dir Coins im August 2023 und ziehst dann im Januar 2024 ins Ausland um und würdest dann sofort diese Coins verkaufen wollen, weil sich der Wert sehr positiv für dich entwickelt hat. Dann hast du eben, wenn du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst, möglicherweise ein Problem und kannst diese Coins jetzt eigentlich nicht verkaufen, weil du damit dann in Deutschland steuerpflichtig wärst mit den Veräußerungserlösen, falls du eben, wie gesagt, unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst. Aber, jetzt kommt das große Aber, selbst wenn du dann schon im Ausland bist, auch 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, nachdem du Deutschland verlassen hast, unter der Annahme, dass du weiter Perpetual Traveler bist oder Digital Nomad, ja, selbst nach 4, 5, 6, 7 Jahren, ja, ist weiterhin zu beachten, dass alle Coins, die du kaufst, mindestens für 1 Jahr gehalten werden müssen, weil ansonsten musst du die Veräußerungserlöse in Deutschland versteuern. Wenigstens möglicherweise. Möglicherweise sage ich deswegen, denn wie gesagt, die gesetzliche Regelung ist ja hier noch nicht ganz klar. Das heißt also, du müsstest zumindest damit rechnen, dass du gegenüber einem Finanzbeamten hier ganz klar erklären müsstest, warum diese Einkünfte nun tatsächlich ausländische Einkünfte sind. Vielleicht gibt es dafür einen guten Grund, den du hier erklären kannst. Vielleicht entwickelt sich die Technologie irgendwann so weiter, dass ganz klar zuzuordnen ist, wo sich diese Coins nun befinden. Wahrscheinlich aber nicht. Wie soll das auch funktionieren? Ja. Jetzt fragst du vielleicht, wie soll das Finanzamt denn das rausbekommen? Nun, die Tatsache ist, wenn du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst, dann musst du ja noch für 10 Jahre in Deutschland eine Steuererklärung einreichen und dort deine sämtlichen Einnahmen aufführen. Du müsstest also aufführen dort: Ich habe so und so viele Coins hier verkauft, ja, und ich zahle hierfür keine Steuern in Deutschland, weil diese als ausländische Einkünfte gelten. So, das würdest du in Deutschland einreichen beim Finanzamt. Dann wird das Ganze geprüft und dann kann dich natürlich dann der Finanzbeamte fragen: Erklär mal, warum nun diese Einkünfte hier tatsächlich ausländische Einkünfte sind. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund des BMF-Schreibens, das ich ja vorhin zitiert habe, welches festlegt, dass weder Transaktionen über Kryptobörsen noch die Verwendung eines Cold Wallets definieren, welchem Land die Kryptowährung, der Coin
zuzuordnen ist. Das heißt also, für alle, die möglicherweise unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen, vor allem eben auch Perpetual Traveler und digitale Nomaden, gilt: Halte die Coins für mehr als ein Jahr, dann sind sie tatsächlich steuerfrei, egal ob du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst oder nicht. Achte darauf, dass du Nachweise hast dazu. Ein ganz wichtiger Punkt ist ebenfalls: Bevor du Deutschland verlässt, empfehle ich dir, dich von einem Steuerberater oder Rechtsanwalt beraten zu lassen, der schriftlich für dich ausarbeitet, ob du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen wirst oder nicht, denn die Konsequenzen sind ja enorm. Du musst, wie gesagt, möglicherweise noch für 10 Jahre eine Steuererklärung einreichen in Deutschland. Reichst du keine Steuererklärung ein, dann steht hier der Vorwurf der Steuerhinterziehung im Raum. Kehrst du irgendwann mal wieder nach Deutschland zurück oder kommt das Finanzamt auf die Idee, nach 2, 3 Jahren dich zu kontaktieren, um mal hier die genauen Umstände deines Umzugs ins Ausland zu überprüfen, was immer wieder passiert, vor allen Dingen dann, wenn du als guter Steuerzahler bekannt bist, dann hast du tatsächlich hier ein Problem. Also achte darauf, dass du hier 100%ige Rechtssicherheit hast durch einen Steuerberater oder Rechtsanwalt, wenigstens etwas für die Schublade. Selbst wenn du es nie brauchst, kannst du es aber im Zweifelsfall herausziehen und sagen: Hier, ich habe mich beraten lassen, mehr kann das Finanzamt tatsächlich nicht von dir verlangen. Zumindest kann das Finanzamt dann nicht unterstellen, dass du möglicherweise Steuerhinterziehung begangen hast. Wenn der Wegzug ins Ausland auch für dich ein Thema ist, du auswandern möchtest und du steuerliche Fragen hast, zum Beispiel zur erweiterten Steuerpflicht, zur Kryptowährung und allen möglichen anderen Fragen, die so auf einen zukommen, wenn man auswandert und die steuerliche Situation optimieren will, würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.